Die PlayStation gibt es seit über 30 Jahren, die PlayStation 2 seit 26 Jahren, PlayStation 3 seit 20 Jahren und die PS4 seit 13 Jahren. Wenn ihr alle habt, gibt es definitiv einiges drauf zu spielen. Aber brauchen wir denn wirklich alle oder reichen denn auch nur 2 Konsolen? Gute allerseits. Ja, ihr habt richtig gelesen. Wenn ihr 30 Jahre PlayStation erleben wollt, braucht ihr wirklich im Prinzip 2 Konsolen. Klar, es geht auch die Variante des, wenn man PlayStation Plus hat, gibt es einen Klassikkatalog von Sony, eben auch mit den Klassikern mit dabei. Doch das ist etwa wie bei Nintendo und den Switch Online Retro Games. Es ist an ein Abo gebunden und gerade bei PlayStation muss manches gestreamt werden und es gibt da nicht jedes Spiel. Wir behandeln in diesem Video, wenn ihr wirklich auf Disc spielen könnt oder es eben digital, wenn ihr so einer seid. Und die Konsolen, die ihr braucht, ist eben erstmal eine PlayStation 5, logisch, um eben halt die PS5 Spiele zu spielen und auch die PS4 Spiele. Und noch eine PS3, um halt eben die PS1 bis PS3 Spiele spielen zu können. Aber es muss eine spezielle PS3 sein, wo wir gleich noch darauf zurückkommen. Ja, denn mit diesen 2 Konsolen habt ihr wirklich fast 30 Jahre an PlayStation abgesichert. Ja, ich weiß, dass die PSP und die PS Vita hier fehlen, aber wir fokussieren uns hier mal auf die Heimkonsolen. Denn hier wird auch bei Rückwärtskompatibilität etwas unterschieden. Es gibt auf der einen Seite die Kompatibilität auf Hardware-Ebene und Software-Ebene. Die Hardware-Ebene ist die beste Lösung, denn da sind die Komponenten wie die CPU oder GPU in der Konsole auch mit dabei. Wie bei der PS2 als Beispiel, die noch den Prozessor der PS1 dabei hat bei frühen Modellen, aber die GPU muss emuliert werden. Und da sind wir bei Rückwärtskompatibilität auf einer Software-Ebene, was eben Emulation ist und so gut wie es geht die Hardware nachzuahmen. Das kann aber leider nie immer perfekt sein, wie auf Hardware-Level oder auf der dedizierten Konsole und bedarf auch Leistung, ist jedoch günstig zu implementieren. Die PlayStation 5 hat die Abwärtskompatibilität zur PS4 auf Hardware-Ebene, da die APU der 5er auf die der PS4 basierend ist. Sprich, es ist dieselbe x86-Architektur und die GPU ist auch eine von AMD. Sony selber hat einige Spiele selber getestet auf der PS5. Und die Spiele, die auf der PS5 laufen, laufen sogar noch besser wie auf einer PS4. Sogar noch besser als bei der PS4 Pro. Und die Implementierung seitens Sony ist wirklich einfach gelöst. Ich selber finde, wenn ich ein PS4-Spiel in die 5er einlege, denke ich schon gar nicht mehr daran, dass es ein PS4-Spiel eigentlich ist. Und für die PlayStation VR-Zocker unter euch, die PlayStation VR 2 ist nicht abwärtskompatibel aus irgendeinem Grund, den nur Sony weiß. Aber die erste Generation der PSVR kann mit einem Kameraadapter auch an der PS5 verwendet werden. Den gibt es nur von Sony oder mittlerweile auch gebraucht auf eBay. Nun, jedoch ist dies nicht perfekt. Denn es gibt eine Handvoll Spiele, die überhaupt nicht laufen auf der PS5. Und das sind aktuell 6 Spiele, unter anderem Rising und ein Hitman-Teil, aber es sind nur die paar. Okay, schwenken wir aber mal rüber zur PS3, denn die kann PS2 und PS2 Spiele spielen. Aber nur bestimmte Modelle. Also Sony ist ja bei der PS3 voll reingegangen mit, was sie anbieten wollten. Generell laufen auf jeder PS3 PS1 Spiele, da diese auf einer Software-Ebene laufen. Und grafisch sind diese zwar, wie man ein PS1 Spiel kennt, aber sofern die PS3 per HDMI verbunden ist es teilweise die beste Methode, PS1-Spiele auf einem modernen Fernseher zu sehen. Und manchmal sind die Disc-Spiele schärfer, wie wenn diese heruntergeladen worden sind. Also die Abwärtskompatibilität von PS1-Spielen auf der 3er ist wirklich perfekt. Aber bei der PS2 sieht es ganz anders aus. Und hier beziehe ich mich jetzt mal auf die Konsolen, die auch hier im europäischen Raum verkauft worden sind. Grund dahinter ist der, dass es im Prinzip 4 Revisionen der PS3 gibt, die PS2-Spiele abspielen können. 2, die es auf Hardware-Ebene machen können und 2 auf Software-Ebene. Und die einzigste PS3 hier in Europa, die PS2-Spiele-Disc abspielen kann, ist die mit der Modellbezeichnung CECHC. Das ist die, welche verchromt ist und 4 USB-Anschlüsse hat. Die anderen Revisionen sind nicht in Europa veröffentlicht worden, worunter auch die 2 Launch-Modelle sind, die die Abwärtskompatibilität auf Hardware-Ebene haben. Das wären die mit der Modellbezeichnung CECHB und CECHA. Wenn ihr solch eine PS3 haben wollt, müsst ihr diese importieren lassen. Und auch die Spiele, denn auch wenn die PS3 regionenfrei ist, die Abwärtskompatibilität nicht. Sprich, wenn ihr eine US-PS3 habt und ein europäisches PS1-Spiel einlegt, dann funktioniert das nicht.
ohne Modifikationen. Deswegen, wenn ihr eine PS3 haben wollt, die sowohl PS1 und PS2 Spiele abspielen kann, müsst ihr hier in Europa eine CE-CH-C kaufen. Aber egal, wenn denn dann PS2-Titel laufen auf ihr. Sind diese grafisch richtig gut und kommen von der Bildqualität einer echten PS2 sehr nah. Auch wenn es nur Emulation ist. Also sprich auf einer Software-Ebene. Aber neben diesen Einschränkungen gibt es noch ein paar weitere auf der PS3. Die PS2 und PS1 speichern ihre Spielstände auf Memory Cards, die ja heute wie Sand am Meer verfügbar sind, aber nicht einfach mal so mit der PS3 kompatibel, da die dafür keinen Slot hat. Es gibt einen USB-Adapter extra dafür, der aber teuer ist. Was ein Glück, kann man auf der 3er virtuelle Memory Cards erstellen. Wenn ihr Shooter-Spiele für die PS1 oder 2 habt mit der dementsprechenden Waffe, sei euch gesagt, dass diese nur mit einem CRT laufen, aber mit der 3er eben auch kompatibel sind, solange halt die 3er nicht an einem Flachbildfernseher dranhängt, sondern an einem CRT dranhängt. Und wie auch vorher bei der PS4-Spielen auf der PS5, gibt es auch ein paar Spiele, die schlechter laufen oder überhaupt nicht laufen auf der PlayStation 3. Aber ich habe da unten eine Liste in die Beschreibung reingepackt, wenn euch das interessiert. Und ich denke mal, viele von euch würden dies vielleicht auch so machen, eben diese beiden Konsolen kaufen und dass man für jede PlayStation-Konsole eben dann Spiele kaufen kann. Denn mal realistisch gesehen, es hat ja nicht jeder Platz für alle Konsolen oder wollen es simpel halten. Wo doch das hier die perfekte Methode ist, die alten Spiele zu entdecken. Aber natürlich bleibt noch die bessere Methode, die Spiele eben dann direkt auf der Hardware zu zocken, wofür diese auch entwickelt worden ist. Nachdem ihr mir ein Abo dagelassen habt, gehe ich mal los und untersuche mal ein mobiles Betriebssystem. Aber bis dahin sage ich mal, man sieht sich.